und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Frohe Ostern für euch alle und zu diesem Anlass habe ich heute ein Stück für euch rausgesucht, das heißt Easter Tuesday, Osterdienstag. Das wollen wir zusammen spielen, wenn ihr möchtet. Und zwar ganz am Ende des Videos, da werden auch die Noten dann konstant eingeblendet und auch besprechen, wie man es spielen kann, sodass es richtig schön klingt. Entweder auf der Sopranblockflöte oder auf einer Tenorblockflöte oder auf der Altblockflöte. Ja, dieses Stück Osterdienstag stammt aus einer Sammlung von Tanzstücken aus dem 17. Jahrhundert. Diese Sammlung wurde zusammengestellt von John Playford und heißt The Dancing Master, also der Tanzmeister. Und das ist eine Sammlung von lauter Tanzstücken. Ob jetzt Osterdienstag wirklich eine konkrete Bedeutung hat für das Stück, das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall war die Woche ab Ostern eine wichtige Festwoche, um gemeinsam zusammenzukommen, sicher auch um zu musizieren. Und dieses Stück ist ein typisches Stück, zu dem man auch tanzen hätte können. Und deshalb wollen wir natürlich schauen, dass wir das möglichst tänzerisch spielen können. Entweder auf einer C-Blockflöte oder auf einer Altblockflöte. Und unser Motto, um das Stück schön spielen zu können, heißt Zungenstoß, also Artikulation auf der Blockflöte. Wenn ihr es jetzt mit anderen Instrumenten spielen möchtet, dann gilt das natürlich genauso. Dann müsst ihr die Artikulation vielleicht nicht mit der Zunge machen. Also wenn ihr Geige spielt zum Beispiel, dann ist es wieder der Bogenstrich. Aber es kommt darauf an, wie wir die Noten klingen lassen. Und das hängt bei der Blockflöte ganz viel von der Art des Zungenstoßes ab und davon, wie lange oder kurz ich die Noten klingen lasse. Und dann nehmen wir uns jetzt mal ein paar typische Motive raus aus dem Stück, die darin vorkommen. Nämlich ganz oft haben wir hier Punktierungen drin, eine punktierte Viertel, dann eine Achtel und wieder eine Viertelnote. Und die könnt ihr ganz speziell spritzig anstoßen, spritzig artikulieren, sodass das gleich gut klingt. Und das macht ihr, indem ihr, was auch der barocken Interpretation sehr entspricht, die allererste Note, die punktierte Note, nicht ganz bis zum Ende ausspielt, sondern ihr etwas von ihrem Wert klaut sozusagen und dadurch eine kleine Pause entstehen lasst, eine mini kleine Lücke, bevor dann die Achtelnote kommt. Ihr spielt also nicht die punktierte Note bis zum bitteren Ende durch und hängt die Achtelnote direkt dran, sondern ihr habt dieses kleine Kunstlöchlein sozusagen. Aber, und jetzt müsst ihr gut aufpassen, die Achtelnote, die dann kommt, die muss ganz dranhängen an der danach folgenden Note. Also an der Viertelnote, die nach der Achtelnote kommt. Wir haben also eine punktierte Viertelnote, die wir ein bisschen abkürzen, wodurch eine kleine Zäsur entsteht und dann Achtel und Viertel zusammen. Ihr könnt das ganz einfach üben, indem ihr es erstmal nur flüstert, einfach nur mal macht oder auch schneller. Und natürlich könnt ihr das dann üben auf einen einzelnen Ton auf eurer Blockflöte, ohne dass ihr gleich die richtigen Töne dazu spielen müsst. Und wenn das gut klappt, dann spielt ihr es natürlich mit den entsprechenden Stellen im Stück und probiert das mal einzeln aus.
Das zweite Grundprinzip, was ihr hier machen könnt, ist, dass ihr da, wo ihr eine halbe Note mit einer Viertelnote habt, auch wieder der halben Note etwas von ihrem Wert wegnehmt, indem ihr einfach ein bisschen früher aufhört mit dem Ton und die danach folgende Note dann auch vielleicht etwas kürzer, damit es noch spritziger klingt. Auch das könnt ihr prima erstmal mit einzelnen Tönen üben, damit ihr das mal in euer Gefühl bekommt. Also ihr müsst natürlich genauso lange warten, wie eine halbe Note dauert, aber ihr blast sie nicht ganz aus. Ihr wartet quasi, ihr macht wieder eine kleine Lücke rein. Und dann haben wir Stellen, wo einfach 3 Viertelnoten kommen. Und wir sind ja hier im 6/4-Takt. Das ist eigentlich ein zusammengesetzter Dreiertakt aus 2 mal 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das wird hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und an ein paar Stellen haben wir dann nur 3 Viertelnoten einfach da stehen. Und da könnt ihr dieses Prinzip, ich sage mal uftata, uftata oder beim Tanz flatsch, tap, tap, flatsch, tap, tap berücksichtigen. Nämlich die erste Note schwerer und die zweite und dritte leichter, sprich für uns kürzer. Also lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Und schon klingt das Ganze viel besser. Auch das würde ich euch wieder empfehlen, an einzelnen Tönen zu üben, bevor ihr es gleich im Stück machen wollt. Denn im Stück ist das immer komplexer. Da kommen ja noch Töne hinterher und vorher. Und da kann man sich schon mal verzetteln oder denken, ich kann das nicht. Ne? Ihr könnt das alle, bin ich ganz sicher. Ihr müsst es nur mit Geduld an einzelnen Stellen üben. So, und jetzt noch was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist so wichtig, dass ich sogar ein ganzes Video darüber bringen werde. Und zwar nächstes Mal auf Viras Blockflöten-Kanal. Also abonniert bitte unbedingt den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und aktiviert das kleine Glöckchen, damit ihr auch Bescheid bekommt. Das ist nämlich, dass hier die schnellen Notenwerte, also die Achtelnoten, weich zusammengespielt werden sollen. Wir hatten das ja vorhin schon bei dieser punktierten Sache, da haben wir ja die Achtelnote ganz dran gehängt an die nachfolgende Viertelnote. Wir haben aber in dem Stück ein paar Stellen, wo 2 Achtelnoten kommen und die müssen an sich schon weich zusammenklingen, aber auch weich dran gehängt werden an die nachfolgende Note und das ist hier dann immer eine Viertelnote. Sodass es schön geschmeidig und trotzdem tänzerisch klingt. Das ist also ein Irrtum, wenn ihr denkt, schnell spielen, schnelle Notenwerte, also ta-ta-ta. Genau das müsst ihr nicht machen, sondern weich artikulieren und am besten mit tü-dü-dü. Und das könnt ihr auch wieder mit einzelnen Tönen probieren. Wenn ihr das nicht macht, klingt das Stück ein bisschen zickig. Wenn ihr es schon macht, klingt es richtig gut. Und keine Angst, es klingt dadurch nicht langsamer. So, wenn ihr Lust habt, spielt ihr jetzt nochmal mit. Ich spiele es erst einmal auf der Sopranblockflöte für euch mit Wiederholungen, glaube ich, wenn ich keine vergessen habe. Und dann einmal auf der Altblockflöte. Falls euch das Video jetzt heute gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch. Und wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen auf Viras Blockflöten-Kanal. Bis dahin, tschüss!